Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt's mal wieder ein neues Video über Markus Fiedler und dem FCM. Wenn er kommt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, so bei 99 bis 100% liegt, was denn genau er mitbringt. 3 bestimmte Fakten habe ich da mitgebracht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, der es macht. Danke auch sehr für den Support in letzter Zeit. Support mich riesig, danke. Ab 19 kann man Mitglied werden. Auch das ist riesiger Support. Fangen wir direkt an mit Punkt 1, das ist die Talenteförderung. Ich glaube, hier haben wir sehr, sehr wichtige Punkte. Er hat sehr, sehr viele Talente gefördert. Wollen wir hier mal 2 Namen nennen. Mit Simon, der jetzt zweite Bundesliga nächste Saison kickt, und Laurin Ulrich, wo auch sehr viele Zweitligisten interessiert sind. Das sind schon mal riesige Talente in der Stuttgart-Jugend, das muss man ganz klar sagen, die es auch definitiv in den Profifußball schaffen werden und sich da etablieren werden. Das heißt aber auch für uns, dass es Talenteförderung gibt, egal ob aus der U19, U23 oder vielleicht auch der U17, wo dann neue Talente entspringen könnten, die dann direkt hochgezogen werden beim FCM, weil er ist historisch der beste Talenteförderer, den es jemals gab. Auch das kann man definitiv bestätigen mit einigen anderen Punkten. Auf jeden Fall könnten dann Spieler interessant werden wie Zane, der sehr, sehr jung ist, auf einer 10er-Position spielt, die sehr, sehr interessant ist, auch 8er kann er. Ist damit ein bisschen, sagen wir mal, etablierbarer als andere Spieler, die vielleicht nur eine Position spielen können. Auch er kann im Notfall auf dem Flügel spielen, also hat er ein bisschen Variationen drin. Zudem auch Stahlmacht, der sehr, sehr jung ist, für 250.000 Euro im Winter kam und gezeigt hat, dass er auf jeden Fall nächste Saison 4. Liga Minimum spielen wird, hat sicher einen längeren Vertrag unterschrieben für das Geld, wird definitiv auch den Sprung demnächst in die Profimannschaft schaffen, da bin ich mir sehr sicher. Sogovic, zudem auch nochmal auf dem Zettel haben, der ist seit Jahren beim FCM ein großes Talent beim FCM, das größte Innenverteidiger-Talent beim FCM. Und könnte auch den Sprung vielleicht dann durch vor allem ihn in die Profimannschaft schaffen. Gleiches gilt für Najombe, der immer wieder mal im Profikader stand. Talentförderung wird jetzt nochmal größer geschrieben als vorher dann unter ihm. Könnte es dann auch schaffen. Gleiches gilt für Kampa, Krut. Die Torhüter natürlich, die auch nochmal mehr gefördert werden. Wie gesagt, das ist das, was er vor allem Fiedler mitbringen wird. Er wird bestimmt auch noch junge Spieler holen und die versuchen weiterzuentwickeln. Das ist der Punkt, wo ich mich am meisten auf ihn freue. Und vor allem der letzte Spieler, der mir sehr wichtig ist, mein Lieblingsspieler von den jungen Spielern, die wir haben, Magnus Bars. Beziehungsweise nicht mein Lieblingsspieler, sondern der interessanteste Spieler. Denn er hat wirklich unglaubliche Werte, hat schon zweite Bundesliga gekickt, hat da gezeigt, dass es wirklich kann. Und wird nächste Saison meiner Meinung nach definitiv, wenn er es weiter so schafft, so zu spielen, definitiv auch in der zweiten Liga anklopfen und vielleicht sogar sich etablieren und um den Startelfplatz kämpfen. Das vor allem unter Markus Fiedler, weil er das kann. Das hat er öfters gezeigt, oft genug auch bei Stuttgart 2 oder auch in der U17, wo er wirklich einen Weltklasse-Punkteschnitt geholt hat und unter Stuttgart 2 auch nochmal eine klare Weiterentwicklung gezeigt hat. Ja, zudem hat er interessante Ex-Spieler, das ist nämlich Punkt 2 bei mir, die vielleicht auch für den FCM interessant sein könnten. Die nämlich in der 3. Liga gezeigt haben, dass sie es können. Wir haben ja vor allem Spieler wie Benedetto, der hat 2 Scorer als Sechser gemacht, das ist ein ordentlicher Wert, hat einen Marktwert von 700.000, auch das ist in Ordnung, zeigt die offensive Spielart, wie er sie spielen will, auch das könnte ein Ersatzspieler zum Beispiel für Silas Knacker sein, als Spieler dahinter, falls Silas Knacker mal irgendwie verletzt ist oder so, ist vor allem da interessant. Dann haben wir natürlich Laurin Ulrich, da sind aktuell 6 Vereine an ihm dran. Keiner schafft es wirklich, den Durchbruch bei ihm zu erlangen. Jetzt wechselt vielleicht sein Ex-Trainer in die zweite Bundesliga, sein Förderer. Könnte also heißen, dass er zum FCM kommt. Das wäre ein big Transfer. Er ist ein unglaublicher Spieler, ist auch ehemaliger Deutschland U19-Spieler. Er verkörpert diesen Fußball von ihm. Das wäre ein wirklicher Top-Transfer. Hat leider in der zweiten Bundesliga bis jetzt noch nicht sein können bei Ulm, was er kann. Liegt aber auch an dem Spielsystem von Ulm zu der Zeit. Hat jetzt in den 18 Spielen in der 3. Liga 10 Scorer gemacht. Das ist unglaublich. Würde also auf 20 Scorer kommen, würde er die ganze Saison gespielt haben. Also man zeigt schon ganz klar,
Das ist ein Spieler, der es kann, auch 1 Million Marktwert. Ob wir dann da zuschlagen werden, wie gesagt, es sind viele Zweitligateams dran. Die Frage ist nur, ob es dann auch vielleicht für uns dann reicht. Weil die Verhandlungen bei ihm sind gerade sehr stockend, vielleicht wartet er auch genau darauf ab. Und zudem haben wir dann auch noch zum Schluss einen sehr, sehr interessanten Spieler, der vielleicht der Bocho-Ersatz sein könnte. Denn hier kann ich mir auch vorstellen, dass er in die zweite Liga wechselt. Hat eine 50% Wechselwahrscheinlichkeit bei Elversberg. Aber sein Ex-Trainer wechselt natürlich auch in die Liga. Hat einen Einsatz in der Bundesliga, hat auch 3 Champions League-Spiele gemacht die Saison bei Stuttgart. Also der kann was. Hat in 30 Spielen 6 Scorer mal gemacht, aber lag auch daran, dass hauptsächlich er in der ersten Mannschaft immer zwischendurch dabei war. Und heißt Jairzinho Malanga. Auch er ist aktueller Deutschland U19-Spieler. Also steht auch für die Entwicklung von Stuttgart, von Talenten. Zeigt unglaublich, was er kann. Hat einen DFB-Pokal gewonnen, stand da auch im Kader. Was soll ich dazu sagen? Absolutes Top-Talent. 18 Jahre ist er gerade mal jung. Wäre hiermit auch eine unglaubliche Option und ich würde mich riesig über so einen Transfer freuen. Ich glaube, er könnte uns auch nochmal einen wichtigen Step nach vorne geben, wenn er seine Entwicklung so weiterhält. Und zudem nochmal ein Punkt über Fiedler selbst, was natürlich alles seine Unterstützung jetzt ist, was passieren könnte. Vor allem diese Ex-Spieler, die er entwickelt hat, ist ja das. Und er hat mit einem Kader von der U21 von Stuttgart es erreicht, den Klassenerhalt zu schaffen, welcher historisch war. Mit einer der jüngsten Mannschaften jemals, die er hatte. Mit einem Anfangsdurchschnitt, Anfang der Saison von 20,8 Jahren. Und das spricht, glaube ich, für sich, das ist richtig gut. Also wirklich, das ist historisch gut. Also du hast eigentlich nur mit ganz jungen Spielern gespielt, die den Profifußball gar nicht kennen. Und vor allem in der dritten Liga ist das schwer, weil da es auf Körperlichkeit ankommt. Und du dadurch oft Spiele verlierst. Auch das hat ja damals BVB 2 richtig gut gemacht. Oder Bayern 2. Sind aber in der nächsten Saison direkt abgestiegen. Also man muss schauen, was da wird. Wie gesagt, also er steht für die Talenteförderung pur. Auch die Ex-Spieler sind Talenteförderung pur. Und auch das, was er geschafft hat, ist Talenteförderung pur. Also wir können uns auf einen wirklichen Trainer freuen, der einfach Talenteförderer Nummer 1 in Deutschland ist. Und das wird sehr interessant. Wie gesagt, wenn diese 3 Ex-Spieler kommen würden, das wäre eine große Verstärkung für den FCM. Ob dann alle 3 kommen, bin ich mir nicht so sicher. Wenn schon einer kommt, wäre das schon top. Wenn 2 kommen, umso besser. Ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Auch das würde mich riesig freuen. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und damit, ciao Leute.